Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen tollen, deftigen Zwiebelkuchen. Ich backe ihn mit türkischem Rinderschinken Pastırma. Wer mag, kann ihn durch Speck ersetzen oder vegetarisch backen. Die Zutaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dafür brauchen wir einen Quark Ölteig aus 300 Gramm Mehl, mein Rezept dazu verlinke ich euch jetzt, 100 Gramm geriebenen Emmentaler, 70 Gramm Pastırma oder Speck, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel ganzen Kümmel. Wenn euch dieses Video gefällt, freuen wir uns über eure Unterstützung mit einem kostenlosen Abonnement. 600 Gramm Zwiebeln, ihr könnt hier auch 300 Gramm weiße und 300 Gramm rote Zwiebeln nehmen. 50 Gramm Butter, 2 Eier Größe M, 400 Gramm Schmand und 4 Gramm Schnittlauch. Die Zwiebeln habe ich geschält und in feine Ringe geschnitten, den Schnittlauch in kleine Ringe und die Eier aufgeschlagen. Zuerst erwärme ich die Butter in meinem beschichteten Topf. Dann gebe ich die Zwiebeln dazu. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playliste vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt. Sobald die Zwiebeln glasig sind, gebe ich die Gewürze hinein und verrühre alles gut. Die Zwiebelringe sind kein Muss, ihr könnt die Zwiebeln auch einfach klein schneiden oder klein hacken. Jetzt lasse ich die Zwiebeln abkühlen. In meine Schüssel kommen Eier und Schmand und werden gut verrührt. Und jetzt rühre ich den Käse und den Rinderschinken ein. Statt Schmand könnt ihr auch Sahne oder Creme fraiche benutzen, aber dann braucht ihr noch ein Bindemittel, zum Beispiel einen Esslöffel Mehl oder Speisestärke. Meine 26 cm Springform habe ich mit Backpapier ausgelegt. Nun gebe ich meinen Teig hinein und forme ihn zurecht. Wer den Boden dünner haben möchte, nimmt nur mein halbes Rezept für den Teig oder ihr macht den Kuchen in einem Backblech. Nun rühre ich die abgekühlten Zwiebeln in meine Schmandmasse ein. Den Zwiebelkuchen könnt ihr auch mit Mürbeteig oder Pizzateig zubereiten. Und danach gebe ich die Zwiebelmasse auf den Teigboden und verstreiche sie. Ich backe bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 40 Minuten und lasse ihn danach für 20 Minuten in der Form auskühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.